Hi, welcome Hallo, back to the willkommen Long zurück Ramp, im Lamrim. and this is Ich bin Geshe Geshe Michael Michael Roach. Roach. And the Das Bild, picture das you du just gerade saw gesehen hast, ist is Meister Master Dharmakirti. Dharmakirti. He Er lebte lived vor etwa about 1500 Jahren. 1,500 years ago, Er wird uns helfen, and he's going to help etwas zu us prove beweisen. something. He's the great Er ist ein debater, großartiger he's the Debattierer, great er ist ein toller magician, Logiker. he's the Er ist der master Meister of des clear klaren thinking. Denkens. Nowadays I don't like to Heutzutage call it nenne ich es nicht logic. gerne Everybody Logik. hates Jeder logic. hasst Logik. Logic is boring. Logik ist langweilig, But aber Meister Master Dharmakirti, er Dharmakirti, sagte, he was like, klares clear thinking, Denken, clear klares thinking. Just Denken. learn the clear Lerne thinking. einfach If you klares see Denken. Wenn smoke, du there raussiehst, must be muss es fire, Feuer okay? geben. And how Wie can we können wir das use that nutzen, um to Bodhicitta develop zu bodhicitta? entwickeln? Okay, we're going to Wir try werden to develop versuchen, a eine vision Bodhisattva-Vision of zu the entwickeln, bodhisattvas, but aber to um do diese this Methode method, auszuführen, müssen wir we're going to have to beweisen, dass prove that jeder everyone has been a unsere Mutter mom. war. Okay, so let's go to Lasst the uns zum text. Text gehen. Das heißt, It's called. He quotes in seinem Pabonga Lamrim Rinpoche in his zitiert long run. er, Pabonga He Rinpoche, er quotes zitiert einen Vers von a verse Dharmakirti. by Dharmakirti, or Oder he er fängt starts an, ihn quoting zu it, zitieren und sagt, and he says, "Kewa yongsu nembana, jungmup wambalo thagni, rangi rigla tumechen." Okay, Kewa yongsu nembana means when you take your bedeutet, rebirth. wenn du Okay, when you wiedergeboren take your wirst, rebirth, jungmup, Jung jung means to Jung breathe in, bedeutet einatmen, and mup means to Mup breathe out. bedeutet And when you ausatmen. do Wenn du die basic Basismeditation machst, meditation wie die Übung des practice of Atmens, breathing, dann watching your breath, beobachtest du watching deinen 10 Atem, breaths 10 before you Atemzüge meditate, beobachten, um to deinen focus Geist your zu mind. fokussieren, In the bevor du Abhidharma mit der Kosha, this is Meditation called anfängst. Ukjungu. In der So Abhidharma Kosha wird Jungmu dieses means genannt. exhale and inhale. Bedeutet Okay? also ausatmen und Wangbu einatmen. means the sense Wangbu powers sind die that you're Sinnesorgane, born mit with, denen du your geboren ears, wirst. Deine eyes, Augen, ears, Ohren, nose, Nase, Zunge tongue, und and your deine skin. Haut. Lodagni Lodagni and your und dein mind, Verstand. Rangi Rigla Tumechen, they are Sie sind not nicht etwas, something was which von depends on etwas something ihrer of, eigenen of Art their own abhängt. type. Your breathing, Deine Atmung, the clarity die of your Klarheit senses, deiner and Sinnesorgane your und mind deines Verstandes are not sind nichts, something which das von depends der on the same gleichen Art von type of Dingen thing. abhängt. Okay, and then Dann he cuts beendet the er das quotation Zitat from von Dharmakirti. Dharmakirti abrupt. And I Ich thought, dachte, gee, das ist ein man, this is a tolles great Zitat. quotation. This is a Das ist eine great teaching. großartige It's an Lehre. Das ist entire eine teaching. komplette Lehre. And he Er mentions it, but erwähnt he doesn't es, teach it. aber er So lernt I es thought, nicht. Also why don't dachte we ich go mir, warum learn lernen wir nicht this diese particular speziellen verse from Vers Master von Meister Dharmakirti, which is Dharmakirti, der incredibly unglaublich wichtig important ist and und incredibly beautiful. unglaublich schön ist. And I had the Ich honor hatte vor 25 years 25 ago Jahren in einem at the Kloster die monastery Ehre, to einem help großen a great Gelehrten zu scholar. helfen. He's the Er ist der teacher of Lehrer my meines main Hauptlehrers scripture für die teacher. So my Schriften. main Mein scripture teacher wichtigster Lehrer is für die Geshe Thupten Schriften Rinchen ist Geshe Thupten from Rinchen von Sera May. Sera May. Great Ein great sehr, sehr großer scholar, a great Gelehrter, ein teacher, großartiger Lehrer, extraordinary ein teacher außergewöhnlicher who Lehrer, has taught, der sehr viele Geshes I don't know, unterrichtet many, hat. many Geshes. Sein And his Lehrer war teacher Geshe Yeshe is Geshe Wangchuk, Yeshe Wangchuk, der Tibet who did not come während out of der Tibet kulturellen Revolution nicht during verlassen hat. the Cultural Er blieb in Revolution. He Tibet. stayed in Tibet. Wir And so we wussten didn't nicht, know was mit ihm los what was war, happening with him, but he aber later später konnte er he das was Kloster able to visit the besuchen monastery. und sagte, And he said, "By the way, I have a übrigens, ich book habe for you ein Buch guys." für And we're euch. like, "What?" Und wir You sagten, know, and he was? said, Und er "Oh, it's sagte, es just ist something nur I etwas, was wrote, ich you know." geschrieben habe. And it's like In in English, it Englisch would be wären es 8,000 ungefähr pages 8000 Seiten. that he Er had hat written über about Dharmakirti Dharmakirti, geschrieben, okay, über diesen about this great großartigen debater Debattierer from von vor 1,500 years ago. 1500 Jahren. And Wir we haben es uns looked at it, angeschaut. my teachers and I Meine looked at it, Lehrer und and ich it haben was es angeschaut und es war unbelievable. He unglaublich. Er explains erklärt Dharmakirtis Dharmakirti's größtes greatest Buch book Wort word by für word, and I've Wort. Und never ich seen habe noch anyone nie who jemanden did gesehen, that. der das getan So, hat. Wenn and ein Buch usually modern if a book ist, is modern, wenn es if it's nicht not 1000 1,000 Jahre years alt old, ist, we dann kind of schauen look wir at es it uns and we're im in the Kloster an monastery und and wir we're like, sagen, it's okay, ja, that's es nice. ist in Ordnung, es ist nett. But as we checked Aber his book, als wir we sein Buch realized angeschaut haben, it's a haben wir great festgestellt, classic. dass es Like ein it will stay for großartiger 1,000 years, Klassiker I ist. think. Es wird 1000 Jahre existieren. It's a great, Es great ist ein classic. And außergewöhnlich so großartiger Klassiker. I actually Ich was durfte allowed to join the tatsächlich team, his seinem team, Team beitreten and we und wir produced 2 produzierten 2 volumes. It was Bände. in 2 Er war in large 2 volumes. großen Bänden. We typed in Wir the haben den whole ganzen text. He Text checked the whole eingetippt, text. er hat den ganzen Text My überprüft. Meine responsibility was to put Verantwortung in the war right es, text of den Haupttext Dharmakirti von at the Dharmakirti an right den richtigen places. Stellen einzusetzen. And so this book Dieses means a Buch lot to bedeutet me, mir and also it's a sehr great, viel great und es ist ein commentary. großartiger So let's go Kommentar. Lass uns see schauen, was Geshe what Yeshe Wangchuk
einer der besten Erklärer von Meister Dharmakirti darüber sagt, Menschen als deine Mutter zu sehen. Vergiss nicht, dass es etwas ist, was wir versuchen zu beweisen. Waren die Menschen deine Mutter oder nicht? Hier sind die vollständigen Verse. Ich werde sie nur grob lesen und wir werden nicht alles verstehen. Wir gehen zum Kommentar von Geshe Yeshe Yebangchuk und er wird alles klarstellen. Das Ziel ist, dass am Ende dieser Klasse, die etwas lang ist, mach dir keine Sorgen, wir wollen versuchen zu beweisen, dass die Menschen um dich herum deine Mutter waren. Das ist ein großartiger Beweis. Einer der großartigen klassischen Gründe für Logik ist es, deine vergangenen und zukünftigen Leben zu beweisen und zu beweisen, dass alle deine Mutter waren. Warum studieren Buddhisten Argumentation oder Logik? Der Grund ist, Dinge zu beweisen, dass zum Beispiel jeder deine Mutter war. Dann wirst du Menschen anders behandeln, wenn du erkennst, wenn du dir selbst beweisen kannst, dass sie deine Mutter waren. Dann bist du auf halbem Weg, ein Bodhisattva zu werden, okay? Bedeutet, wenn du wiedergeboren wirst, das Ein- und Ausatmen, die Klarheit deiner Sinnesorgane, deines Bewusstseins, etwas, das nicht von etwas abhängt, das vor ihnen kam. In der nächsten Zeile, sie sind nicht etwas, was nicht von dem abhängt, was vor ihnen kam. Unglücklicherweise hat Pabonka Rinpoche dieses Wort absichtlich ausgelassen. Sie kommen nicht nur von deinem Körper. Diese Erklärung bekommen wir später. Bedeutet, dass es zu viel ist. Logischerweise ist das zu viel. Wenn du in ein neues Leben übergehst, siehst du, dass deine Sinnesorgane ihre eigenen Kräfte haben. Du prüfst, was vorhanden ist, nichts ist da. Was war der Grund für den Übergang von deinem alten Leben in dein neues Leben? Lasst uns Fälle anschauen, in denen Wesen erscheinen, die aus Wärme und Flüssigkeit und Nässe und Feuchtigkeit wachsen. Wenn sie nicht so geboren werden, dann haben sie keine Teile des Elements Erde. Daher existiert alles aus Samen. Es macht jetzt noch keinen Sinn, mach dir keine Sorgen. Ich will nur, dass du den Haupttext in deinem Geist hast. Wenn die Sinnesorgane nicht von ihrer eigenen vorherigen Art abhängen, würde so wie eines passierte, alles so passieren. Wenn wir die Idee gehört haben, dass es jedes Sinnesorgan gibt, dann tut das Bewusstsein nicht unbedingt weh. Wenn es so wäre, dann würdest du sehen, wie es sich auch verändert. Mach dir um die Bedeutung keine Sorgen. Ich lade dir nur die Worte in deinen Kopf. Deswegen ist das Verweilen des Geistes die Basis. Was ruht auf dem Geist? Wenn die Sinnesorgane die Ursache sind, dann kommt der Geist von den Sinnesorganen. Wenn das Karma, das diese Dinge in die Existenz bringt, so ist,
dann sollte es später genauso sein. Das ist alles. Das ist alles, was Dharmakirti sagt. Und es ist völlig unverständlich. Du kannst es nicht verstehen. Jetzt kommt Geshe Yeshawangchuk, er kommt ins Zimmer und sagt, mach dir keine Sorgen, ich bin dein Mann und werde es dir erklären. Ich gebe dir in der Tat eine Erklärung und in jedem Satz werde ich Dharmakirtis eigene Worte verwenden und das nennt man Singa. Ich werde Dharmakirtis Worte innerhalb des Satzes platzieren und wir werden beweisen, dass alle deine Mutter waren. Lasst uns anfangen. Jetzt kommt der Kommentar. Bedeutet, wenn Kinder geboren werden, beginnen sie zu atmen. Ich denke gerade an Maitri. Das ist der Sohn von zwei unserer Freunde, Nur und Sejiyang. Sie haben gerade ein Kind bekommen. Hier ist das Baby, ein schönes Baby. Er wurde vor 2 Monaten geboren oder vor 6 Wochen. Es fing an zu atmen. Bedeutet, seine Sinnesorgane, seine Augen sind lebendig. Du kannst ihm in die Augen schauen. Er schaut schon. Vielleicht sieht er noch nicht klar, aber er schaut sich die Dinge schon an. Yerba bedeutet hier die Tendenz oder die geistige Neigung. Du kannst auch die Stimmung des Kindes sagen. Das Kind hat bestimmte Stimmungen. Wenn ein Kind geboren wird, schon innerhalb von wenigen Tagen atmet es hat Sinnesorgane, es schaut sich um. Geist im Haupttext bedeutet Yebakchen. Es hat eine Haltung. Manche Kinder sind launisch, manche Kinder sind großzügig, manche Kinder sind glücklich. Veronika hat 2 Söhne. Sie sagte, ein Junge war immer glücklich und einer weinte die ganze Zeit. Sie waren nicht unterschiedlich, sie sind nicht in einem anderen Haus aufgewachsen, sie sind nicht mit unterschiedlichem Essen aufgewachsen, sie hatten eben das. Wie nennt man das? Diese Natur oder diese Eigenschaft ist ein anderes Wort dafür. Persönlichkeit, verschiedene Persönlichkeiten. Das heißt, sie haben von Anfang an unterschiedliche Persönlichkeiten. Er sagt also, diese Dinge, wie das Leben im Wesen, die Atmung, die Leben anzeigt, die Sinneswahrnehmung und die Persönlichkeit, was der Geist ist. Jetzt folge ich dem Haupttext. Ich habe den Haupttext unterstrichen, damit du sehen kannst, wie Geshe Yeshawangchuk den Haupttext in seinen Satz einpflegte. Sehr schön. Er ließ kein Wort aus. Als dieses Kind geboren wurde, diese schönen Augen, dieses Leben, das sich in Atmung ausdrückt und die Persönlichkeit, die er schon zeigt. Und übrigens, Maitri ist irgendwie sehr glücklich und freundlich. Seine Hauptpersönlichkeit ist Hangbrunga. So gehe ich schon mal an. Aber es ist nichts, das aus dem Nichts kam. Seine Atmung, sein Leben und seine strahlenden Augen schauen sich um. Und sein eigenes Lächeln. Glückliche Persönlichkeit, das muss wie Rauch und Feuer sein. Das muss wie Rauch und Feuer sein. Seine Persönlichkeit, der Glanz seiner Augen und die Tatsache, dass er lebendig ist, ist wie Rauch. Und sie sind Zeichen von etwas, das vorher passiert ist. Wenn du Rauch siehst, dann siehst du Feuer. Wenn du Bewusstsein siehst, dann muss es von etwas Ähnlichem kommen. Das ist alles, da sind wir jetzt. Maitris Augen sind wie Rauch. Etwas, das passiert ist, bevor er geboren wurde, ist wie Feuer. Wir können das Feuer nicht sehen, das geschah alles drinnen, aber wir können den Rauch sehen. Können wir also Schlussfolgerungen aus dem Rauch ziehen? Das ist alles. Er atmet, er hat funktionierende Sinnesorgane und sein Geist hat eine bestimmte Art von Persönlichkeit.
kommt der Glanz von Maitris Augen und das Leben, das in seinem Atemausdruck und seine Persönlichkeit nur von seiner Haut? Kommen diese 3 Dinge von seiner Haut? Sind sie von dort gekommen? Kann seine Persönlichkeit von seiner Haut? Und kommen seine leuchtenden Augen und sein Bewusstsein der Welt von seiner Haut? Und seine Atmung und sein Leben selbst? Ist es ein Ergebnis seiner Haut? Wenn du seine Augen und seine Persönlichkeit und sein Bewusstsein wie Rauch anschaust, dann versuchst du zu erraten, was das Feuer war. Ist die Ursache für diese 3 Dinge seine Haut? Nur seine Haut? Nein, sagt Dharmakirti. Geshe Yeshe Wangchuk sagt nein. Dinge kommen immer von anderen Dingen der gleichen Art. Dinge kommen immer von anderen Dingen der gleichen Art. Bewusstsein kommt nicht von der Haut. Bewusstsein kommt von Bewusstsein. Persönlichkeit kommt von vergangener Persönlichkeit. Sinnesbewusstsein kommt von Sinnesbewusstsein. Bedeutet, wenn du nach der Ursache von etwas suchst, dann suchst du nach etwas Ähnlichem. Bewusstsein sollte von Bewusstsein kommen, Empfindung sollte von Empfindung kommen, Persönlichkeit sollte von Persönlichkeit kommen. Die kommen nicht alle von deiner Haut. Das ist Dharmakirti. Wenn du sagst, alles kommt von seiner Haut, ist das Blödsinn. Das ist Blödsinn. Sag mir nur, das ist zu viel. Das ist zu viel. Wer hat das gesagt? Dharmakirti, komm schon, sei realistisch. Es bedeutet, sei realistisch. Sei realistisch, was passiert hier wirklich. Alle Haut der Welt und alle Chemikalien in der Haut, der Kohlenstoff, der Sauerstoff und der Stickstoff müssen dann alle Babys sein. Es müssen überall Babys sein. Überall ist Sauerstoff, überall ist Kohlenstoff, überall ist Stickstoff. Da ist noch ein Maitri. Kommt es von deiner Haut? Kommt es von den Chemikalien? Ja, du kannst die Chemikalien zeigen. Kommt es von deinen Chemikalien? Kommt Maitris Bewusstsein und Maitris Freundlichkeit von Chemikalien? Okay, du hast recht. Wann immer du diese Chemikalien hast, hast du ein Lächeln, richtig? Das muss so sein. Warum machen die Chemikalien manchmal ein Lächeln und warum machen die gleichen Chemikalien manchmal kein Lächeln? Denn deiner Meinung nach bedeutet Geist, dieses Bewusstsein des Kindes kommt von den Jungwa. Hier bedeutet Jungwa die 4 Elemente. Erde, Wasser, Feuer und Wind, welche die tibetische Art ist, Chemikalien aufzuzählen, wie Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und so weiter. Es gibt überall Chemikalien, da müssen überall Maitris entstehen. Warum? Weil Maitri nur von Chemikalien kommt. Seine Persönlichkeit kommt von Chemikalien. Alle Kinder müssen so freundlich sein wie Maitri, wie alle Kinder Kohlenstoff haben. Wenn du dir das Bewusstsein des Kindes anschaust, welches gerade geboren ist, dann muss es eine Ursache für Maitris Freundlichkeit geben, die Maitris Freundlichkeit geschaffen hat. Richtig? Wenn Maitri freundlich ist, nachdem er geboren wurde von seiner Mutter nur, dann muss vorher Freundlichkeit da gewesen sein. Verstehst du das? Es ist nicht so, dass Maitri 5 Minuten nach seiner Geburt starb. Der Geist, der freundlich war,
kurz nachdem er geboren wurde, ist weiterhin freundlich. Der freundliche Geist von Maitri, wenn er 3 Jahre alt ist ein Zeichen dafür, dass Maitri einen freundlichen Geist hatte, als er 1 Jahr alt war. Das ist ein Zeichen für etwas, das vorher war. Wenn du ein Kind siehst, das von Natur aus freundlich ist, eine Persönlichkeit im Alter von 3 Jahren, dann kannst du davon ausgehen, dass ein paar Samen in seinem Geist dafür vorhanden gewesen sein müssen, als er 1 Jahr alt war. Aber wer hat den Samen in seinem Geist, als er 1 Jahr alt war, angelegt? Du musst daran denken, dass sie von etwas Ähnlichem kommen. Deiner Meinung nach, jedes Mal, wenn du Jungwede siehst, wann immer es Leben gibt und jedes Mal, wenn es Chemikalien gibt, dann sollte das Maitris Freundlichkeit produzieren. Wenn Maitris Freundlichkeit nur von seiner Haut kommt oder von den Chemikalien in seinem Körper und wenn das die Ursache ist, die sich in seine Freundlichkeit verwandelt, dann müsste die Freundlichkeit im Alter von 1 Jahr sich in seine Freundlichkeit im Alter von 3 Jahren verwandeln. Dann müssten es diese Chemikalien sein, welche Freundlichkeit erzeugen können. Das bedeutet, dass man Freundlichkeit in einem Labor mit den richtigen Chemikalien erzeugen kann, richtig? Ich schätze, dass die Flaschen mit Chemikalien freundlich sein werden. Komm schon, entschuldige, das ist so viel. Was ist die Beziehung zwischen den Sinnesorganen und Maitris Geisteszustand? Was ist die Beziehung zwischen seinem physischen Auge, seinem physischen Ohr, seiner physischen Nase und wie er sich fühlt, sprich seiner Persönlichkeit? Was ist die Beziehung zwischen seiner Nase und seiner Persönlichkeit? Du kannst die Nase verletzen und der Geist kann freundlich bleiben. Das ist möglich. Ich habe eine Freundin, wir haben sie gestern Abend gesehen. Kayla, ihre Tochter wurde von einem Hund gebissen und ein Teil ihrer Nase war schlimm verletzt. Aber das Kind ist sehr süß. Das bedeutet, wenn Maitris Haut Maitris Persönlichkeit erschaffen hat und wenn du die Haut verletzt, sollte Maitris Persönlichkeit gemein werden. Aber das tut sie nicht. Das bedeutet daraufhin, dass vielleicht die Haut nicht die Ursache von Maitris Persönlichkeit ist. Verstanden? Du kannst die Haut verletzen, aber du wirst nicht unbedingt die Persönlichkeit verändern. Aber wenn du den Geist verletzt, neigt er dazu, den Körper zu verletzen. Wenn eine Person über einen längeren Zeitraum depressiv ist, dann wird ihre Gesundheit in der Regel darunter leiden. Ihre körperliche Gesundheit wird sich verschlechtern. Es ist also nicht der Fall, dass der physische Körper den Geisteszustand bestimmt, aber es scheint sehr wohl der Fall zu sein, dass der Geisteszustand die Gesundheit des physischen Körpers beeinträchtigen kann. So will er in diese Richtung gehen. Ist es der Fall, dass Maitris Persönlichkeit ohne Grundlage ist? Im Buddhismus sagen wir, das wird Ten genannt. Dies wird Ten genannt. Das Taschentuch hält die Tasse-Ho. Das ist also die Grundlage oder das Fundament. Das nennt man, was auf dem Fundament ruht. Es ist Maitris gegenwärtige Persönlichkeit, dass er freundlich ist. Er muss auf etwas aus der Vergangenheit beruhen. Etwas von seinem Geist aus der Vergangenheit macht seinen gegenwärtigen Geist freundlich. Und dieser vergangene Geisteszustand hält seinen gegenwärtigen Geisteszustand aufrecht. Die gegenwärtige Freundlichkeit von Maitri beruht auf etwas aus der Vergangenheit. Es muss so sein. Alle Ergebnisse beruhen auf Ursachen in der Vergangenheit. Wir nennen es abhängiges Entstehen. Dieser gegenwärtige Geisteszustand beruht auf einem Geisteszustand aus der Vergangenheit.
Daher ist es nicht möglich, dass die Persönlichkeit von Maitri aus dem Nichts kam. Es ist nicht so, dass eines von Veronikas Kindern die ganze Zeit geweint hat und das andere Kind die ganze Zeit glücklich war. Es kann nicht sein, dass es dafür keine Ursache gibt. Dafür muss es eine Ursache geben. Und es muss passiert sein, bevor sie geboren wurden, weil sie so geboren wurden. Die Ursache, das Feuer muss unter dem Rauch sein. Wir können den Rauch sehen, was die Persönlichkeit des Neugeborenen ist. Wir können das Feuer nicht sehen, aber wir können Vermutungen über das Feuer anstellen. Wir können versuchen, unsere Logik zu verwenden, um zu sagen, da muss etwas gewesen sein, bevor es geboren wurde. Ich glaube, ich habe hier ein Bild. Das ist Besteck. Ich weiß nicht, meine Gedanken sind bei Tischen und Besteck, weil ich versuche, einen Kaffee zu eröffnen. Kannst du den Tisch sehen, der die Teller, das Besteck und die Gläser hält? Kannst du den Tisch sehen? Ja oder nein? Den Holztisch? Du kannst sie nicht sehen. Du kannst etwas sehen, das die Gläser, die Teller und das Besteck hochhält. Aber es ist mit einem Tischtuch bedeckt. Und du kannst es nicht sehen. Dieses Tischtuch ist der Moment der Geburt. Das Besteck und die Teller ist Maitris freundliche Art. Und der Buddhismus besagt, dass es etwas unter dem Tischtuch geben muss. Wenn du dir die Dunkelheit anschaust, einige Stunden bevor Maitri geboren wurde, ist da etwas? Oder bevor er gezeugt wurde, gibt es da etwas, worauf seine Freundlichkeit ruht? Und sollte es nicht von der gleichen Art sein? Wütend zu sein, macht dich eine Stunde später nicht freundlich. Ein wütender Mensch zu sein, macht dich nicht zu einem freundlichen Menschen im nächsten Jahr. Eine freundliche Person zu sein, macht dich zu einer freundlichen Person im nächsten Jahr. Diese Sinnesorgane kamen vom Geist. Weil gemäß dem Buddhismus war es dein Bewusstsein eines vergangenen Lebens, das durch geistige Samen beeinflusst wurde, dass deine Sinnesorgane, wie deine Augen, deine Ohren, deine Nase, in dieses Leben projiziert hat. Maitris Freundlichkeit kam nicht von seiner Haut. Seine Haut kam von seiner Freundlichkeit. Jetzt dreht markiert es irgendwie um. Nochmal, ich habe dir erzählt, dass Maitris Geisteszustand nicht von seiner Haut kam, von seinen Chemikalien. Das habe ich verstanden, aber weißt du was? Seine Chemikalien kamen von seinem Geisteszustand. Warum? Weil sie von dem Karma in seinem Geist kamen. Der Zustand des Geistes beim Sterben wirkt sich stark auf den Zustand des Geistes aus, wenn du wiedergeboren wirst. Es muss eine ähnliche Ursache wie Freundlichkeit geben, die in der Vergangenheit im Geist existierte. Und somit haben wir Dharmakirtis Text beendet. Wir haben seine Verse abgeschlossen. Grundsätzlich versucht er uns zu sagen, dass Maitri seine Freundlichkeit nicht von Chemikalien bekommen hat, sondern tatsächlich scheint es ein Beweis dafür zu sein, es scheint, dass es ein Beweis dafür sein könnte, dass sein physischer Körper von seinem Körper, von seinem Geist kam. Und jetzt beginnt Geshe Yeshe Wangchuk, Dharmakirti für uns zu interpretieren. Und das ist so großartig an Geshe Yeshe Wangchuk. Zuerst erklärt er dir die Bedeutung der Wörter, dann hört er auf und sagt, nun, wir haben die Worte abgedeckt. Jetzt weißt du, was die Verse bedeuten. Aber was bedeutet es für uns? Das ist Geshe Yeshe Wangchuk. Das ist sein Stil. Was bedeutet es für uns? Dann sagt er, der ganze Sinn dieser Verse ist es, uns zu erklären, dass wir ein vergangenes Leben hatten. Das ist alles. Die ganze Diskussion über Maitris Persönlichkeit, die Diskussion über Maitris Geisteszustand und das Argument über seine Sinnesorgane, alles geht auf die Frage zurück. Gibt es ein vergangenes Leben?
Hattest du ein früheres Leben oder nicht? Geshe Yeshe Wangchuk sagt, Dharma Kirti hat erklärt, dass Maitris Lebendigkeit, das Leben und die Fähigkeit zu atmen von einer früheren, ähnlichen Ursache gekommen ist. Leben kommt von Leben. Er will, dass du verstehst, dass die Lebensenergie, die du in Maitris Atem wiedergespiegelt siehst, ein Hinweis ist, ähnlich wie Rauch, ein Hinweis auf Feuer ist. Das Maitris Leben, seine Atmung, ein Hinweis auf vorheriges Leben oder Atmen ist, was vorheriges Leben bedeutet. Das ist Geshe Yeshe Wangchuk. Fischbild. Now, what's that got to do with was hat das nun mit verschiedenfarbigen Fischen zu tun? Ich komme gleich zum Punkt. Hier versucht Geshe Yeshe Wangchuk, uns Dharma Kirtis Worte zu verdeutlichen. Auch wenn deine Augen, deine Ohren, Nase, Zunge, Haut, auch wenn sie von Elementen oder Chemikalien kommen, sagen wir, sie sind aus Chemikalien entstanden, wenn du ein Waschbecken voll mit den gleichen Chemikalien hättest. Darum kommen dann verschiedene Arten von Wesen heraus. Wenn der Körper nur von Chemikalien kommt, und wenn du die gleichen Chemikalien in einen Teich gibst, dann sollten die gleichen Wesen aus diesen Chemikalien hervorkommen. Aber du siehst in einigen Teichen Fische mit roten Köpfen und gelben Körpern. Und dann siehst du andere Fische mit gelben Köpfen und roten Körpern. Warum? Wenn es die gleichen Chemikalien sind, warum gibt es dann Unterschiede im Ergebnis? Einige der Wesen im Teich sind groß, einige der Wesen im Teich sind klein. Und auch unter den Menschen gibt es welche mit großen Körpern und welche mit kleinen Körpern. Es gibt verschiedene Menschen, die aus der gleichen chemischen Charge, aus den gleichen allgemeinen Chemikalien entstehen. Es entstehen Menschen, die sehr schlau sind, und es entstehen andere Menschen, die sehr dumm sind. Das deutet darauf hin, dass es vielleicht nicht nur die Chemikalien sind. Es muss falsch sein, weil wir auch sehr kleine Kinder sehen und manche sind von Natur aus mit Intelligenz und Liebe begabt. Sewa, es gibt Kinder, die zu dir kommen, du gibst ihnen ein Bonbon und sie wollen es dir zurückgeben. Diese Kinder faszinieren mich immer wieder. Wow, sie haben etwas getan, was ich nicht tun würde. Und dann siehst du andere Kinder, die mit ihren Spielsachen sehr besitzergreifend sind. Du versuchst sie dazu zu bringen, ein Spielzeug mit jemand anderem zu teilen, und sie fangen an, wütend zu werden und zu kämpfen. Also sagt er, das ist ein Hinweis darauf, dass der Geist dieser Kinder, die Persönlichkeiten, die Sinneskräfte nicht nur von den Chemikalien im Mutterleib kommen. Wenn sie nur von den Chemikalien im Mutterleib kommen würden, dann gäbe es nicht so viele Variationen in den Ergebnissen. Aus der gleichen Chemikalienscharge, aus dem gleichen Chemikalienpool sollten ähnliche Menschen entstehen. Wenn Menschen nur aus Chemikalien entstehen würden, dann würde ihre Persönlichkeit nicht von einer vorherigen Persönlichkeit aus einem vergangenen Leben abhängen. Wenn sie nur aus Chemikalien entstehen würden, denn Menschen entstehen aus der gleichen Art von Chemikalien, dann sollten sie ähnlich sein. Sie sollten nicht unterschiedlich sein. Ich gebe dir nun ein weiteres Argument. Wer spricht? Geshe Yeshe Wangchuk. Er versucht uns Dharma Kirti zu erklären. Er sagte, ich habe den Haupttext beendet und habe dir alle Wörter gelehrt. Hier steht, was er wirklich sagen möchte. Wenn Lebewesen, wenn Leben
nur aus Chemikalien entstehen würden, then if one batch of chemicals became a person, dann würde, then wenn aus Jung einer Kun Charge von Suchas Chemikalien ein Mensch entsteht, then every time you have those chemicals, there should be a dann Maitri. müsste jedes Maitri Mal, comes. wenn du Why? diese Well, there's Chemikalien nitrogen, there's hast, oxygen. ein Maitri entstehen. There should be Schwupps, life Maitri entsteht. Warum? wherever those Es gibt chemicals are Stickstoff, present. es gibt If it was the Sauerstoff. only the Überall chemicals müsste Leben that sein, created wo the diese life. Chemikalien vorhanden sind. Wenn es nur die Chemikalien wäre, die das Leben erschaffen würden. Because what things are and what things are Denn not was die Dinge follows sind from their und causes was sie and their nicht sind, conditions. folgt aus ihren Rangdukni, Ursachen what's it mean, und Tim? ihren Bedingungen. Rangduk? Was bedeutet das, Tim? Come on, Rangduk. Gee. Komm Yes, guys. schon, Now, Rangduk. now Geshe Wangju says, Ja, wir Jungs. hey, Geshe do I Jesche have you Wangchu sagt, confused yet? Yeah. hey, habe ich dich schon Did you verwirrt? learn anything? Yeah, I Ja. think so. What did you Hast du learn? etwas gelernt? Maitre's Ja, ich personality glaube did schon. not come from the Was hast du chemicals in gelernt? Noah's womb. Maitris Persönlichkeit Okay, kommt good. nicht von den Chemikalien Well, in Noahs Schoß. okay, I understand. Gut, ich Where do you verstehe. think his personality came from? Wo Okay, denkst now du, he dass says, seine you want me to Persönlichkeit tell you? herkommt? Jetzt sagt You er, want to know du my willst, dass ich es opinion dir sage? where Maitre's personality Du came willst meine Meinung from? wissen, wo Maitris Persönlichkeit herkommt? Maitre's personality and his sense powers Maitris Persönlichkeit und seine Sinnesorgane sind aus Karma entstanden, aus karmischen Samen, die in seinem Geist zuvor, in seinem früheren Leben angesammelt wurden und die seine jetzige Persönlichkeit erschaffen haben. Und insbesondere die bestimmten Gedanken, die er hatte, als er starb. Chika bedeutet im Augenblick seines Todes. Die Samen des Geistes im Moment dieses vergangenen Lebens, im Tod, hat Nupa, hat die Macht, seine gegenwärtige Persönlichkeit zu erschaffen. Diese Samen in seinem Geist haben seine heutige Persönlichkeit erschaffen. Gut, wir machen weiter. Hast du übrigens ein Bild von mir und einer Wand? Also jetzt möchte ich, Geshe Jesche, dass du das vorherige Bild, hoffe ich, das Bild davor, es sei denn, ich habe... Warum weinst du, Maitri? Bist du das? Wie wäre es mit dem davor? Hast du ein Bild von einer Wand und von Kindern, die auf einer Wand malen? Nein? Ich glaube, ich habe es weggelassen. In Ordnung, kein Problem. Schauen wir uns den Kommentar an. Wenn du darüber nachdenkst, dann kannst du Sinnesorgane beschädigen, aber das beschädigt den Geist nicht. Du kannst eine glückliche Person vor dir haben. Ich habe so eine Dame in Taiwan kennengelernt. Sie kam zu mir, eine sehr wichtige Geschäftsfrau. Ihre Tochter brachte mich zu ihr und sie sagte, dass etwas passiert ist. Zuerst hat sie mir erzählt, wie reich ihre Mutter ist und wie erfolgreich ihre Mutter ist. Ich denke mir, wow, das ist cool. Dann sagte sie, nun, es ist etwas passiert. Ich sagte, was? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, sie hat eine Schönheitsoperation. Sie hat ihren Sehnerv durchgeschnitten und jetzt ist sie blind. Sie schneiden den Sehnerv im Auge durch und jetzt ist sie blind. Sie wurde blind, weil sie keine Falten haben wollte. Jetzt ist sie blind, komplett blind. Man kann ein Sinnesorgan verletzen, aber das muss die Person nicht unbedingt verärgern. Sie war ganz ruhig und sie war ziemlich klar. Sie war bereit, weiterzuarbeiten. Es ist möglich, ein Sinnesorgan zu beschädigen. Es ist möglich, Chemikalien in der Haut zu beschädigen. Aber dadurch beschädigst du nicht die Persönlichkeit. Das ist möglich. Aber bestimmte Einflüsse von Depressionen oder von der Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen beeinflussen den Geist stark. Das hat eine Wirkung auf die Chemikalien des Körpers. Die Person wird älter. Die Person nimmt an Gewicht zu oder Dinge passieren mit depressiven Menschen. Alles klar? Jetzt kannst du meinen Kronleuchter zeigen, Pachi. Generell haben wir das Gefühl, dass es hat mich übrigens viel Zeit gekostet, dieses Bild zu finden. Und das musst du verstehen.
Im Allgemeinen sagen wir, dass dies der Zustand des vergangenen Lebens ist. Und dies ist der gegenwärtige Lebenszustand. Und der gegenwärtige Lebenszustand ruht auf der Bedingung des früheren Lebens. Aber für Wissenschaftler sieht es so aus, dass die Persönlichkeit von Maitri auf Chemikalien von seiner Mutter beruht. Maitris Geist besteht aus Chemikalien, welche aus der inneren Suppe seiner Mutter kamen. Es sieht also aus, als würde sein Geist auf Chemikalien kommen. Aber wie mit diesem Kronleuchter ist es nicht immer der Fall, dass das, was oben ist, das ist, was auf dem anderen Ding ruht. Der Kronleuchter ruht auf der Decke. Die Decke hält den Kronleuchter. Es ist nicht so, dass das Ding unten auch immer die Stütze ist und dass das Ding, das oben ist, immer jenes ist, das unterstützt wird. Manchmal, wenn du einen Kronleuchter hast, der von der Decke hinunterhängt, dann ist zwar die Decke oben, aber sie hält den Kronleuchter. Also kam Maitris Persönlichkeit nicht von den Chemikalien im Mutterleib. Vielleicht ist es das Gegenteil. Was ist das Gegenteil? Seine Persönlichkeit hat den Schoß seiner Mutter geschaffen. Seine Persönlichkeit schuf die Chemikalien im Mutterleib. Denk darüber auf diese Art nach. Wenn du zum Beispiel einen sehr guten Schokoladenmilchshake trinkst und dir dann jemand eine Waffe ins Gesicht hält, dann schmeckst du vielleicht die Schokolade nicht mehr. Okay, intensive Angst kann die Sinnesorgane beeinträchtigen. Daher werden die Chemikalien durch den Geist beeinflusst und nicht der Geist durch die Chemikalien. Das ist sehr interessant. The guy comes back with another argument. Okay, we're almost done. Hang in there. Der Typ kommt mit einem anderen Argument zurück. Wir sind fast fertig. Haltet durch. Der Typ kommt mit einem anderen Argument zurück. Das ist in Ordnung, aber schau. Wenn Menschen erblinden, dann regen sie sich auf. Stimmt's? Die meisten Menschen regen sich auf, wenn sie erblinden. Ja, die meisten Leute werden wütend, wenn sie erblinden. Deshalb kontrolliert die Haut die Persönlichkeit. Du verlierst dein physisches Auge, du wirst deprimiert und verärgert. Der Typ sagt, das kannst du sehen. Daher gibt es eine Ursache- und Wirkungsverhältnis zwischen Chemikalien und dem Geist. Die Leute regen sich auf, wenn sie ihr Augenlicht oder ihr Sehvermögen verlieren. Das sind die Chemikalien, die den Geist beeinflussen. Dann sagt er, wer ist das? Geshe Yeshavangchuk als Dharmakirti. Er sagt, oh look, I agree. Ich stimme dir zu. Es gibt Fälle von Menschen, die ihr Augenlicht verlieren und sich aufregen, aber das ist keine Veränderung in ihnen. Der Geisteszustand wird nicht durch die Veränderung des Augenlichts verursacht. Der Verlust des Augenlichts war nur ein Faktor und nicht die Hauptursache. It's not that, by the way, without sustaining more damage to your eye, es ist nicht so, dass du, ohne weiteren Schaden an deinem Auge zu erleiden, dich immer mehr und mehr aufregen kannst, sodass der Schaden am Auge zu der Depression beiträgt. Aber es ist nicht so, dass, wenn du depressiver wirst, deine Augen stärker beschädigt werden. Verstanden? Alles klar. Außerdem ist es auch nicht so, dass jedes Mal, wenn Menschen ihr Augenlicht verlieren, sich aufregen. Was bedeutet das? Einige Mahatmas, einige großartige Menschen werden, wenn sie ihre Augen verschenken, noch glücklicher. Glücklicher. Jemand sagt, kannst du mir dein Auge geben? Würdest du mir eine deiner Nieren geben? Und sie sagen, sicherlich, danke, dass du fragst. Ja, nimm meine Niere und sie fühlen sich glücklicher. Daher ist es nicht so, dass eine Verringerung der Zellzahl durch das Herausschneiden einer Niere
auch zu einer entsprechenden Verringerung des Glücklich-Levels führt. Du schneidest eine Niere heraus und bist deshalb nicht halb so glücklich. Einige Leute spenden ihre Nieren und sie werden doppelt so glücklich. Deshalb sind es nicht die Zellen, die die Persönlichkeit erschaffen. Okay? Daher ist es der Geisteszustand, der die Macht über den Zustand der Zellen hat. Es ist nicht so, dass Schäden an den Zellen auch eine entsprechende Wirkung im Geist haben müssen. Das wird euch allen etwas Hoffnung geben, denn es bedeutet, lasst es mich für euch zusammenfassen. Nehmen wir den geistigen Zustand von Maitri, kurz nach seiner Geburt. Er ist Rauch, der auf ein Feuer zuvor hinweist. Das heißt, wenn Maitri einen Geisteszustand hat, der jetzt freundlich ist, muss er einen Geisteszustand gehabt haben, bevor er in seiner Mutter entstand. Und das Gleiche geschieht jetzt gerade mit deiner Persönlichkeit, denn deine Persönlichkeit, die dieses lange Argument anhört, wird dazu beitragen, deine Persönlichkeit zu formen, die du am Ende dieses Videos hast. Während du dir dieses lange Argument anhörst, wird deine gegenwärtige Persönlichkeit das Gefühl erschaffen, wie du dich nach diesem Video fühlst. Aber wie du dich während des Videos gefühlt hast, ist ein Beweis dafür, dass du dich vor dem Video auf eine bestimmte Weise gefühlt hast, okay? Die Tatsache, dass du jetzt einen Geist hast, wird durch den Geist reflektiert, den du nach dem Video haben wirst. Aber die Tatsache, dass du während des Videos einen Geist hast, zeigt, dass du vor dem Video einen Geist hattest. Alles klar? Dann sagt er, die Tatsache, dass dein Bewusstsein in deinem vergangenen Leben das Bewusstsein in diesem Leben triggern kann, wenn beide Bewusstsein in Samsara oder im Rad des Lebens und Leidens sind, sagt es nicht nur etwas über deinen vorherigen Geisteszustand aus, sondern auch über den Inhalt deines vorherigen Geisteszustandes. Deinen vorherigen Geisteszustand muss in irgendeiner Weise vermasselt worden sein, um die Ursache für eine Wiedergeburt an einem Ort zu sein, wo er wieder sterben muss. Okay, I'm going to skip that. You want to skip it? You don't want to skip it. Das werde ich auslassen. Okay. He says, look, if Willst du es auslassen oder möchtest du es nicht auslassen? Du möchtest es nicht auslassen. Er sagt, wenn ich diese Worte verwehre, möchtest du, dass ich dich mit diesen Worten durcheinander bringe? Ja, bring mich mit den Worten durcheinander. Gut, los geht's. Willst du, dass ich dich mit den Worten fessle, bis du nicht mehr weißt, was ich sage? Okay, wir machen es. Bedeutet, jemanden umarmen, was irgendwie lustig ist. Willst du, dass ich dir eine so feste verbale Umarmung gebe, dass du dich nicht mehr erinnern kannst, wovon ich rede? Nehmen wir Maitris Geist in seinem früheren Leben. Es muss in der Vergangenheit gewesen sein, weil er einen Geist hat. Nehmen wir Maitris Gedanken, wenn er 20 Jahre alt ist. Er muss Gedanken dafür gebären, wenn er 40 Jahre alt ist. Warum? Weil es keine Art von Persönlichkeit ist, die ihn aus Samsara herausholt, wenn sie Verlangen hat, wenn sie Anhaftung an die Selbstexistenz hat. This is very similar to the way in which Kamala Shila proves past and future life. Dies ist sehr ähnlich wie Kamala Shila vergangenes und zukünftiges Leben beweist. Das ist alles. Ich glaube, wir können hier stoppen. Was nun, Geshe-la? Was ist gerade passiert? Frag mich nicht. Schau dir das Video an. Schau dir das Video 5-mal an. Gott sei Dank gibt es Videos. Schau dir das Video 5-mal an. Warum haben wir das gerade durchgemacht? Ich dachte, wir machen Lamrim. Nein, du verstehst es nicht. Er hat gerade bewiesen, dass du ein früheres Leben hattest. Was hat es jetzt mit dem Lamrim zu tun? Deine Mama, deine Mutter. Wenn du ein früheres Leben hattest,
dann hattest du in deinem vergangenen Leben eine Mutter, eine Mama. Ja. Was ist, wenn ich dir beweisen kann, dass du 5 Minuten, bevor du geboren wurdest, noch am Leben warst? Wenn ich dir beweisen kann, dass du 5 Minuten vor deiner Geburt noch gelebt hast, dann habe ich dir bewiesen, dass jedes Lebewesen um dich herum deine Mutter war. Verstanden? Ich sage es noch einmal. Wenn ich dir beweisen kann, dass du 5 Minuten, bevor du geboren wurdest, bevor du in den Schoß deiner Mutter eingetreten bist, noch gelebt hast, wenn ich dir beweisen kann, dass dein Geist in diesem Moment funktioniert hat, dann habe ich bewiesen, dass jedes Lebewesen um dich herum deine Mutter ist. Und wenn du zustimmst, dass du am Leben warst und dass es das war, was dir dein Leben mit deiner Mutter gegeben hat, dann beweist das in sich selbst, dass jeder Mensch, den du jemals in deinem Leben getroffen hast, deine Mutter war. Wir kommen in der nächsten Show zurück, aber vergiss nicht, wir kommen in der nächsten Klasse darauf zurück, aber vergiss nicht, was ich gesagt habe. Wenn du 5 Minuten vor deinem Leben in dieser Mutter noch am Leben warst und wenn dein Leben in dieser Mutter nicht aus den Chemikalien, nicht aus toten Chemikalien erschaffen worden ist, dann war jedes Wesen, jeder Mensch, den du jemals in deinem Leben getroffen hast, deine Mutter. Alles klar? Jetzt müssen wir da durch. Aber wir werden das schaffen. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Klasse.